Was erwartet dich als Sportwagenbesitzer und mich als Sportwagenhändler 2025? Diese Frage drängt sich in Anbetracht der vielen Krisen immer mehr auf. Tag für Tag sieht man neue Insolvenzen von Zulieferbetrieben, Autohäusern und auch die deutsche Wirtschaft ist 2024 zum zweiten Mal in Folge geschrumpft. Ohne alles schwarz zeichnen zu wollen, sieht es derzeit wirklich nicht rosig aus, oder doch? Und wenn ihr einen Sportwagen, Klassiker oder Luxusfahrzeug kaufen oder verkaufen möchtet, dann besucht unbedingt röhrle-mobility.de. Steigen wir ein. Woher kommen wir? Seit 2020 erleben wir einen Boom, der sich 2022 zuspitzte, 2023 seinen Höhepunkt erreichte und 2024 langsam aber sicher in eine Abwärtsspirale überging. Wir dachten, 2025 würde es noch schlimmer kommen, doch dazu später mehr. Erst einmal eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir? Beginnen wir zunächst mit dem Neuwagenmarkt. Starker Anstieg der Neupreise. Einen Trend, den wir derzeit erleben, ist, dass die Preise für Neuwagen drastisch gestiegen sind. So beträgt der Grundpreis des Lamborghini Temerario fast 310.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Nur mal als Vergleich, der normale Huracan Evo hat 2019 auf dem Markt lediglich einen Grundpreis von 220.000 Euro gehabt. Die Top-Version des Vorgängers, der Huracan STO, hatte 2024 ebenfalls einen Grundpreis von 310.000 Euro und jetzt soll der Basis Temerario gleich viel kosten. Beim 992.2 GT3 sieht es nicht viel anders aus. Auch hier wurden die Preise drastisch angehoben und das, obwohl es sich nur um einen Facelift handelt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Wertverluste dieser Fahrzeuge im Gebrauchtwagenmarkt eine nie dagewesene Höhe erreicht haben. Technologie als Wertverlusttreiber. Was meine ich damit? Die zunehmende Integration von Elektronik und Software führt dazu, dass wir als Fahrer zunehmend vom eigentlichen Fahren entkoppelt werden. Die Autos werden schwerer, größer und weniger fahrerzentriert. Ein gutes Beispiel ist das neue Ferrari F80 Hypercar. Klar, Ferrari hat mit dem 499p zweimal Le Mans in Folge gewonnen und hat daraus das Straßenfahrzeug entwickelt. Eigentlich eine coole Story. Doch als das Fahrzeug enthüllt wurde, war die Begeisterung überraschend verhalten. Ein V6 Hybrid mit einer schweren Batterie und dann noch im Vergleich zum F40 Enzo oder auch dem LaFerrari fehlt diesem Auto einfach das unvergleichliche Drama, das die Ferrari Hypercars 1 ausmachte. Elektrifizierung und Regulierung. Zusätzlich zwingen strengere Emissionsgesetze Hersteller dazu, immer mehr auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu setzen. Doch gerade bei Sportwagen ist das eine riesen Herausforderung. Bisher hat es kein Hersteller, abgesehen von ein paar limitierten Sondermodellen, geschafft, einen wirklich erfolgreichen, teilelektrischen Sportwagen auf den Markt zu bringen. Wird sich das bald ändern? Da bin ich mir nicht so sicher. Das waren die Trends im Neuwagenmarkt. Wie wirkt sich das auf die einzelnen Marktteilnehmer aus? Schau mal, ich habe hier unser Strategiepapier für 2025 offen, in dem wir nochmal im Detail die ganzen Veränderungen im Markt erklären und auch unsere Top 5 unterbewerteten Autos aufgeführt haben. Klick doch den ersten Link in der Videobeschreibung und lad dir den herunter. Und weiter geht's mit dem Video. Kommen wir zu den Vertragshändlern. Nicht nur die Autohersteller, sondern auch die Vertragshändler haben eine regelrechte Boomzeit erlebt. Doch dieser Erfolg hatte seinen Preis. Die Niedrigzinspolitik spülte enorme Liquidität in den Markt, was zu weitreichenden Veränderungen führte. Immer mehr Spekulanten, die in traditionellen Anlageklassen wie Wertpapieren kaum Rendite sahen, nutzen ihr Kapital, um aggressiv Fahrzeuge zu erwerben. Sowohl private Investoren als auch Freihändler. Hersteller und Vertragshändler standen plötzlich einer nie dagewesenen Nachfrage gegenüber. Jedes produzierte Fahrzeug war praktisch sofort verkauft. Das Ergebnis? Ein massiver Nachfrageüberschuss traf auf ein begrenztes Angebot. Und genau hier begann das Problem. Weil Kunden regelrecht Schlange standen, wuchs die Verhandlungsmacht der Händler enorm. Viele nutzten diese Situation aus und boten treuen Kunden zusätzliche, oft hochpreisige Produkte wie ein Porsche Taycan, eine Kaffeemaschine oder sogar E-Bikes an. Das kam nicht bei allen gut an und viele langjährige Kunden wandten sich enttäuscht ab. Doch in 2025 sehen sich genau diese Händler einem Mehrfrontenkrieg konfrontiert. Loyale Kunden wenden sich ab, da sie sich in den Boomjahren vernachlässigt fühlten und mit den eben genannten Verkaufspraktiken konfrontiert wurden. Gleichzeitig kommt nun die geschadete Modellpolitik ans Licht.
Während des Booms konnten viele Schwächen durch das einfache Welle-Reiten kaschiert werden. Doch jetzt stehen Hersteller und Händler vor der Herausforderung, unattraktive und überteuerte Fahrzeuge an eine bereits vergraute Käuferschaft zu bringen. Immer mehr dieser schwer verkäufigen Modelle landet auf den Höfen der Händlern, was enorm Liquidität bindet und die finanzielle Flexibilität erheblich einschränkt. Der steigende Kostendruck bringt Hersteller und Vertragshändler zunehmend in Bedrängnis. Die Gefahr, in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten oder sogar in die Insolvenz, war nie so groß wie aktuell. Gleichzeitig müssen sie versuchen, irgendwie noch Geld zu verdienen. Das Ganze entwickelt sich zu einer klassischen Abwärtsspirale, in der sich alle negativen Effekte gegenseitig verstärken. Händler können gezwungen sein, größere Preisnachlässe und aggressive Leasingangebote zu machen, um die steigenden Lagerbestände abzubauen. Doch das führt nur zu einem weiteren Margenverfall und verstärkt zusätzlich den finanziellen Druck. Um den Einbruch im Neuwagengeschäft abzufedern, könnten Händler vermehrt auf teure Servicepakete, Wartungsverträge und Ähnliches setzen, welche die Beziehung zu ihren Kunden weiter belasten wird. Die große Frage ist also, wie wollen die Händler ihre massiven Verluste überhaupt noch auffangen? Die Antwort auf diese Frage wird uns vieles erklären und maßgeblich den Markt 2025 bestimmen. Doch bevor wir euch die Antwort geben, müssen wir noch einen Blick auf die aktuelle Weltlage werfen, denn hier tun sich auch so einige Verwerfungen auf. Was geht in der Welt vor sich? Derzeit stehen US-Zölle auf deutsche Waren nicht nur auf Fahrzeuge im Raum. Die Auswirkungen wären enorm. Höhere Zölle machen europäische Produkte in den USA teurer und weniger wettbewerbsfähig. Das könne die Nachfrage einbrechen lassen und die Handelsbilanzdefizite der EU verschlechtern, was den Euro weiter abwerten würde. Kapital könnte zusätzlich in US-Anlagen fließen, was die europäische Währung zusätzlich unter Druck setzt. Ein schwächerer Euro macht besonders Rohstoffe wie Öl und Gas, die in US-Dollar gehandelt werden, teurer. Dies würde die Produktionskosten für deutsche Hersteller weiter steigen lassen und die Inflation in Europa anheizen, was auch die Verbraucher und Sportwagenkäufer belastet. Um die Wirtschaft anzukurbeln, könne die EZB zwar die Zinsen senken, doch das würde den Euro weiter schwächen und die Inflation zusätzlich anheizen. Bleiben die Zinsen hoch, droht eine wirtschaftliche Abkühlung, ein Dilemma ohne einfache Lösung. Die Abwertung des Euro beeinflusst den Luxusautomarkt also erheblich. Hersteller wie Porsche, Ferrari und Lamborghini sind auf importierte Rohstoffe wie hochwertige Metalle und Elektronikkomponenten angewiesen, die in US-Dollar gehandelt werden. Höhere Importkosten treiben die Produktions- und Endpreise in Europa nach oben, was die Nachfrage in der Eurozone dämpfen könnte. Gleichzeitig werden europäische Luxusautos in China und Middle East attraktiver, was den Export zwar kurzfristig beleben dürfte, jedoch die Verluste im Europa- und US-Geschäft nicht kompensieren wird. Kommen wir zu unserer Prognose. Was wird konkret mit den Preisen passieren und welche Fahrzeugsegmente werden gefragt sein? Das sind meine Thesen. Erstens, Neuwagenmarkt. Preise steigen weiter, Wertverluste intensivieren sich. Die Preise für Neuwagen werden auch 2025 weiter steigen. Hersteller sind gezwungen, aufgrund steigender Rohstoffkosten, hoher Entwicklungsausgaben für Elektrifizierung und strengeren Abgasvorschriften ihre Modelle teurer anzubieten. Gleichzeitig wird sich der Trend zu hohen Wertverlusten fortsetzen und intensivieren. Kunden reagieren zunehmend skeptisch auf die neuen technologielastigen Fahrzeuge, die weniger fahrerisches Erlebnis bieten und sich schneller entwerten. Allerdings wird es Ausnahmen geben. Fahrzeuge, die in Exportmärkten wie China, Osteuropa oder Middle East stark gefragt sind, dürfen trotz des generellen Nachfragerückgangs sich behaupten. In diesen Märkten wird die Begehrlichkeit für High-End-Modelle wie dem 911, dem Lamborghini Urus, der Mercedes G-Klasse oder dem Cullinan hoch bleiben, während der europäische Markt von hohen Rabatten geprägt sein wird. Hersteller werden versuchen, Erträge durch Preiserhöhungen bei besonders beliebten Modellreihen wie dem 911 und dem Cayenne zu sichern. Diese Fahrzeuge werden strategisch genutzt, um die Profitabilität aufrechtzuerhalten, während weniger gefragte Modelle wie der Taycan oder der Macan mit hohen Preisnachlässen verkauft werden. Gebrauchtwagenmarkt, Stabilisierung und Erhöhung der Nachfrage. Mit der sinkenden Attraktivität von Neuwagen und deren steigenden Preisen wird das Gebrauchtwagengeschäft eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Vertragshändler werden versuchen, ihre Verluste durch ein erweitertes Gebrauchtwagenangebot zu kompensieren. Diese Entwicklung führt zu einem verstärkten Wettbewerb unter Händlern und Stabilisierung der Gebrauchtwagenpreise. Schon jetzt rufen uns Porsche-Zentren an und fragen nach Gebrauchtfahrzeugen.
Insbesondere gut erhaltene Fahrzeuge mit wenig Elektronik und hoher Fahrerorientierung werden zunehmend gefragt sein. In einigen Nischen rechne ich sogar mit steigenden Preisen. Mit dem Rückgang der Nachfrage müssen auch viele Händler ihre Geschäftsstrategie anpassen. Die Liquidität ist nicht mehr so einfach verfügbar und sie ist auch teuer. Was werden wir also sehen? Die Händler werden verstärkt auf ein kommissionsbasiertes Geschäft setzen, indem sie die Fahrzeuge nicht mehr in ihr Umlaufvermögen kaufen, sondern sie lediglich für die Kunden vermitteln. Der dritte Trend: klassische Fahrzeuge, starke Nachfrage und Wertsteigerung. Die Begehrlichkeit klassischer Fahrzeuge ist weiterhin ungebrochen und wird weiter steigen. Gerade Modelle ohne umfangreiche Elektronik, die eine emotionale Bindung bieten, werden zunehmend an Attraktivität gewinnen und Sammler und Investoren nutzen diese Fahrzeuge auch 2025 verstärkt als Wertanlage. Besonders ikonische Fahrzeuge wie der Ferrari F40, der Porsche 993 Turbo oder andere Fahrzeuge aus den 90er bis 2010er Jahren werden an Wert zulegen und auch Exportmärkte werden diese Fahrzeuge zunehmend kaufen, die noch vor einigen Jahren nicht im Markt waren. Vierter Trend: Exportmärkte als Wachstumschance. Märkte wie China, Middle East und Osteuropa bleiben entscheidende Absatzregionen für Sportwagen, insbesondere im High-End-Segment. Fahrzeuge wie Hypercars, exklusive GT-Modelle werden in diesen Regionen weiterhin stark nachgefragt sein. Hersteller dürfen sich vermehrt auf diese Märkte konzentrieren, um die Verluste in Europa und im US-Geschäft abzufedern. Allerdings könnten geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Schwankungen diese Exporte erschweren. Dennoch bleibt die hohe Kaufkraft in dieser Region ein wichtiger stabilisierender Faktor für den Sportwagenmarkt. Fazit: Was wird 2025 passieren? Wie ihr seht, haben wir überhaupt keine negative Einstellung auf den Markt dieses Jahr. Ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass wir eine Renaissance des Gebrauchtwagenmarktes sehen werden, die Preise sich schon jetzt stabilisieren und zur Mitte des Jahres hin sogar leicht steigen werden. Ich denke, sogar im Gebrauchtwagenbereich wird es Autos geben, die richtig an Wert zulegen. Bei Porsche, glaube ich, ist es die Generation 991, möglicherweise auch frühe 992 Modelle, und bei Ferrari werden wir eine Stabilisierung beim 812 sehen, beim F12, 458, 488. All diese Autos werden dieses Jahr sehr spannend für uns werden. Mich würde an dieser Stelle noch brennend interessieren, ob ihr unsere Einschätzung teilt und besonders, wo ihr auch Unterschiede zu unserer seht. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von 2025 erwartet und welche Modelle ihr nachgefragt seht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.